Von einem Mann, der eine Bar betrat, als man ihn das letzte Mal gesehen hat, bis hin zu einer Teenagerin, die auf Spring Break verschwand. Hier sind 7 Menschen, die spurlos verschwunden sind. Nummer 7. Brian Shaffer. Am 31. März 2006 ging Brian Shaffer, ein Medizinstudent der Ohio State University, mit ein paar Freunden aus, um den Beginn der Frühlingsferien zu feiern. Sie begannen deren Nacht in einer Bar, die Ugly Tuna Saloon hieß, und gingen dann Barhopping. Nach Mitternacht gingen sie zurück zu Ugly Tuna, wo Brian von seinen Freunden getrennt wurde, die dachten, dass er nach Hause ging. Brian wurde von einer Überwachungskamera vor der Ugly Tuna Saloon um 1:55 Uhr am 1. April aufgenommen. Er ging auf 2 junge Frauen zu, um sich zu verabschieden. Kurz darauf, um 2 Uhr morgens, ging er wieder in die Bar, aber wurde nie mehr aufgenommen, wie er diese verlassen hatte. Seither wurde er nie mehr wieder gesehen. Das Verwirrende ist, dass es keine anderen Eingänge oder Ausgänge zu der Bar gibt und das Überwachungsvideo wurde nicht manipuliert. Obwohl er kürzlich zuvor seine Mutter verloren hatte, war Brian gut in der Schule und hatte sogar Pläne mit seiner Freundin in den Ferien. Die Columbus-Polizei nahm einige Dinge in Anspruch, wie dass er Opfer des Smiley-Face-Serienmörders wurde. Obwohl diese Möglichkeit später ausgeschlossen wurde, glaubte man immer noch, dass etwas schief lief. Einige glaubten, Brians Freunde hätten mit seinem Verschwinden etwas zu tun gehabt, da sie unter den Letzten waren, die ihn lebend gesehen haben und später sich weigerten, einen Lügendetektortest durchzuführen. Es gibt auch die Theorie, dass Brian Shaffer am Leben ist und woanders wohnt. Die Wahrheit ist, dass keiner weiß oder nicht darüber sprechen möchte, was mit Brian Shaffer wirklich passiert ist. Nummer 6. Barbara Bollick. Im Juli 2007 ging Barbara Bollick von Corvallis, Montana in die Bitterroot Mountains wandern. Sie machte sich mit ihrem Freund Jim Ramaker auf den Weg, der aus Kalifornien auf Besuch war. Sie näherten sich einem Aussichtspunkt und Jim stoppte, um den Ausblick zu genießen. Als er das tat, drehte er sich von Barbara für nur 1 Minute weg, die sich nur 6 bis 10 Meter hinter ihm befand. Als er sich wieder umdrehte, konnte er Barbara nicht finden. Jim rief die Behörden an, die dann eine Suche der kompletten Gegend einleiteten, um die 55-jährige Frau zu finden. Natürlich wurde Jim zum Hauptverdächtigen und man glaubte, dass er mit den Behörden nur spielte. Es gab jedoch kein Motiv und auch keine Beweise, die ihn zu ihrem Verschwinden verknüpfte. Der Mann sei scheinbar auch sehr kooperativ bei der Untersuchung gewesen. Und wenn er wirklich der Verantwortliche gewesen wäre, dann hätte er sich bestimmt eine bessere Geschichte ausgedacht, als dass sie sich in Luft auflöste. Jim wurde als Verdächtiger ausgeschlossen und nun ist bereits schon mehr als 1 Jahrzehnt vergangen, seit Barbara Bollick verschwunden ist. Und es gibt immer noch keine Erklärung dafür, was passierte. Nummer 5. Maura Murray. Maura Murray verschwand im Februar 2004, nachdem sie ihrem Boss und dem Professor an der University of Massachusetts schrieb, dass sie sich eine Woche wegen eines Familiennotfalls freinehmen würde. Eine Behauptung, die die Familie nicht bestätigen konnte. Am Abend des 9. Februars fuhr sie mit ihrem Auto in einem Baum nahe Woodsville, New Hampshire. Ein Busfahrer, der auf dem Weg nach Hause war, stoppte und fragte Maura, ob sie verletzt war und ob er die Polizei rufen sollte. Laut seinem Bericht flehte ihn die Frau an, nicht die Polizei zu rufen und vergewisserte dem Mann, dass es ihr gut gehen würde und dass sie bereits schon einen Anruf tätigte. In Wirklichkeit wurde ein solcher Anruf nie aufgezeichnet. Der Busfahrer wusste, dass die Verbindung in der Gegend nicht gut war und so rief er die Behörden an, als er zu Hause ankam. Als die Polizei am Unfallort ankam, ca. 20 Minuten später, fanden sie Mauras Auto, aber es gab keine Spur von Maura. Es gab keine Anzeichen auf einen Kampf, ihr Telefon und ihre Kreditkarten befanden sich auch nicht dort und wurden seither auch nicht verwendet. Niemand weiß, was ihr zugestoßen ist, aber am nächsten Tag bekam Mauras Verlobter in Oklahoma einen Anruf, der von ihr hätte kommen können. Man sagte nichts. Alles, was der Mann hörte, war Weinen am anderen Ende. Im Jahr 2009 wurde Murrays Fall dann zu der New Hampshire ungelösten Fälle-Abteilung gegeben. Aber manche glauben, dass sie absichtlich verschwand. Nummer 4. Brandon Swanson. Am 14. Mai 2008 ging Brandon Swanson zurück in sein Heimatort Marshall, Minnesota, nachdem er das Ende seiner Frühlingsferien feierte. Kurz nach Mitternacht kam der 19-Jährige von der Straße ab und fuhr sein Auto in einen Graben. Brandon war nicht verletzt, aber er wusste auch nicht, wo er war
und so rief er seine Eltern an. Er fragte sie, ob sie ihn abholen können und dachte, dass er sich irgendwo in der Nähe von Lind befand. Seinen Eltern war es nicht möglich, Brandon zu finden, der für 45 Minuten mit ihnen telefonierte. Dann endete der Anruf abrupt, als Brandon sagte: „Oh, shit." Das war das letzte Mal, dass man von ihm hörte. Am folgenden Morgen gingen die Eltern zur Polizei, um ihn als vermisst zu melden. Aber ihnen wurde gesagt, geduldig zu sein, da dieses Verhalten normal für junge Männer seines Alters sei. Telefonunterlagen deckten bald auf, dass er nahe Porter war, 40 Kilometer in die andere Richtung. Dann wurden die Umstände seines Verschwindens immer komplizierter. Sein Auto wurde dann nahe Taunton gefunden, aber es gab keine Zeichen von Brandon. Falsches Spiel wurde nicht ausgeschlossen, aber es gab auch eine Theorie, dass er versehentlich in den Yellow Medicine Fluss fiel und ertrank. Nach einer jahrelangen Suche wurde seine Leiche immer noch nicht gefunden. Nummer 3. Nicole Morin. Der Tag war der 30. Juli 1985. Um 10:30 Uhr verließ die 8-jährige Nicole Morin die Penthouse-Wohnung ihrer Mutter in Toronto, Ontario. Sie ging zur Eingangshalle des 20-stöckigen Westmall-Gebäudes, um die Post zu holen. Danach ging sie wieder zurück in die Wohnung und sprach mit einem Freund, mit welchem sie Pläne machte, um am Pool des Gebäudes schwimmen zu gehen. Um 11 Uhr sagte das kleine Mädchen auf Wiedersehen zu ihrer Mutter und ging aus der Wohnung. Circa 15 Minuten später rief der Freund an und fragte, warum Nicole nicht gekommen war. Sie wurde zuletzt im Flur vor der Wohnungstüre gesehen und laut einem Bericht im Aufzug. Mehr als 3 Jahrzehnte nach ihrem Verschwinden und nach einer der größten Polizeiuntersuchungen in Torontos Geschichte gibt es immer noch keine Beweise dafür, was mit dem Mädchen passiert ist. Eine beliebte Theorie ist, dass sie entführt wurde, sobald sie die Wohnung verließ. Aber es schien komisch zu sein, dass jemand bei hellem Tageslicht in einem solchen Gebäude unbemerkt ein Mädchen entführen könnte. Nummer 2. Michael Negrete. Der 18-jährige Michael Negrete ging auf die UCLA durch ein Musikstipendium und war Berichten zufolge ein beliebter Einsteiger. Am 10. Dezember 1999 ging er auf eine Party in seinem Stockwerk. Michael ging dann wieder zurück in sein Zimmer, wo er Online-Spiele mit seinen Freunden bis 4 Uhr morgens spielte. Er wurde dann gesehen, wie er einem anderen Spieler gratulierte, bevor dieser in sein eigenes Zimmer zurückkehrte. Was komisch ist, dass als sein Zimmerbewohner um 9 Uhr aufwachte, Michaels Schlüssel, Geldbörse, Schuhe, Kleidung und Musikinstrumente sich immer noch dort befanden. Aber Michael konnte nicht gefunden werden. Keiner sah ihn seit 4 Uhr morgens und auch bis November 2018 gab es keine bestätigten Sichtungen von Michael Negrete. Eine ausführliche Suche wurde eingeleitet mit Bluthunden und es wurden über 500 Hinweisen nachgegangen. Michaels Eltern stellten einen Privatdetektiv ein und baten $100.000 für jeglichen Tipp, der sie zu ihrem Sohn führen könnte. Aber nichts funktionierte. Es gab nur einen Hinweis, den einige Studenten abgaben, und das war ein Mann, den keiner kannte. Er befand sich in dem Flur in der Nacht von Michaels Verschwinden. Eine Zeichnung wurde veröffentlicht und die Polizei drängte den Mann nach vorzukommen. Theorien über Michaels Verschwinden waren Entführung und Mord, welcher möglicherweise mit dem illegalen Handel von Menschenorganen verbunden werden konnte. Nummer 1. Brittanee Drexel. Während sie auf Spring Break im April 2009 war, verschwand die 17-jährige Brittanee Marie Drexel von Myrtle Beach in South Carolina. Die Teenagerin erzählte ihrer Mutter, dass sie bei einer Freundin in Rochester, New York bleiben würde, was näher zu Hause liegen würde. Brittanee wurde zuletzt um 21 Uhr auf einer Überwachungskamera aufgezeichnet, wie sie das Blue Water Resort verließ. Im Hotel besuchte sie den 20-jährigen Clubpromoter Peter Brodzowitz, ein Bekannter aus Rochester. Brittanee schrieb mit ihrem Freund John auf dem Weg zurück zum Hotel, der sich ca. 1,5 Kilometer weit weg befand. Dann hörten die Anrufe plötzlich auf und John erreichte nur noch Brittanees Mobilbox. Zu diesem Zeitpunkt rief John ihre Mutter an, der ihr dann erzählte, dass sie eigentlich am Myrtle Beach war. Ihre Eltern waren schockiert, als sie hörten, dass ihre Tochter verschwunden war. Die letzte Aufzeichnung ihres Telefons war in einer Gegend mit Sümpfen und Alligatoren. Brittanee wurde nie mehr wieder gesehen und ihre Leiche konnte nie gefunden werden. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr checkte Brodzowitz schnell aus dem Hotel aus und ging zurück nach Rochester. Aber die 4 Freunde, mit denen er sich ein Zimmer teilte, blieben dort. Keiner der Männer wurde schlussendlich in Verbindung mit Brittanees Verschwinden gebracht.
Es wurde geglaubt, dass sie entführt wurde und Opfer von Menschenhandel wurde. Der letzte Bericht über diesen Fall kam von einem Gefängnisgeständnis im Jahr 2016. Taquan Brown saß seine Zeit wegen freiwilligem Totschlag in einem anderen Fall ab und seine Geschichte war für viele schrecklich zu hören. Die Geschichte erzählte, dass Brittanee für einige Tage gruppenvergewaltigt wurde und schlussendlich erschossen und getötet wurde, bevor sie den Alligatoren zum Fraß gegeben wurde. Brown erwähnte Deshaun Taylor als den Verantwortlichen und seine Geschichte stimmte mit jener eines anderen Häftlings zusammen, der dies einem FBI-Agenten erzählte. Beiden Geschichten fehlte jedoch etwas, um einen Fall einzuleiten, und Taylor lehnte diese Behauptungen komplett ab. Bisher wurde noch keiner mit Brittanee Drexels Verschwinden bestraft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kennst du noch weitere Fälle von Menschen, die spurlos verschwunden sind? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und bis zum nächsten Mal.